Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtwege. Heute sprechen wir darüber, wie man sich in einer neuen Stadt zurechtfindet. Es wird spannend und nützlich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schön, dass ihr dabei seid bei Stadtwege. Wir geben euch die besten Tipps, um euch schnell in einer fremden Stadt zurechtzufinden. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Stell dir vor, du bist in einer fremden Stadt und hast keine Ahnung, wohin du gehen sollst. Wie würdest du am besten nach dem Weg fragen? Gute Frage. Zuerst ist es wichtig, freundlich zu sein. Ein einfaches Entschuldigung hilft, um die Aufmerksamkeit der Person zu gewinnen. Wie könnte man dann weitermachen? Du könntest zum Beispiel sagen, könnten Sie mir bitte helfen? Das zeigt, dass du höflich bist und um Unterstützung bittest. Danach könntest du dein Ziel nennen. Hast du ein Beispiel dafür? Klar. Zum Beispiel: Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Ich suche den Hauptbahnhof. Das ist direkt und klar. Und was ist, wenn die Person die Richtung erklärt? Dann ist es wichtig, gut zuzuhören und eventuell nachzufragen, wenn etwas unklar ist. Du könntest sagen, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder ist das weit von hier entfernt? Genau. Und man sollte nicht vergessen, sich am Ende zu bedanken. Ein einfaches „Vielen Dank für Ihre Hilfe" ist immer nett. Gibt es noch andere Ausdrücke, die nützlich sein könnten? Ja. Du könntest auch fragen, ist es in der Nähe oder wie lange dauert es, dorthin zu gehen? Das gibt dir eine bessere Vorstellung davon, wie du planen solltest. Was, wenn du dich unterwegs immer noch unsicher fühlst? Gibt es einen Plan B? Absolut. Du könntest jemanden anderen fragen oder dein Smartphone nutzen, um die GPS-Funktion zu verwenden. Aber wie würdest du das in einer stressigen Situation handhaben? In so einem Fall ist es hilfreich, ruhig zu bleiben und die Schritte noch einmal durchzugehen. Manchmal hilft es auch, eine Pause zu machen und die Umgebung zu beobachten. Und wenn du keine Lust hast, jemanden zu fragen, gibt es ja oft auch Stadtpläne oder Schilder, die dir den Weg zeigen können. Das ist besonders in großen Städten praktisch. Absolut. Und wenn du noch einen Tipp brauchst, lerne ein paar wichtige Ortsnamen und Wegbeschreibungen auf der Landessprache. Das kann oft Wunder wirken. Das stimmt. Kleine Sprachkenntnisse eröffnen oft Türen und machen das Reisen viel angenehmer. Hast du eine persönliche Erfahrung, die du teilen möchtest? Ja, einmal in Rom habe ich eine ältere Dame nach dem Weg gefragt. Sie war so freundlich, dass sie mir nicht nur den Weg zeigte, sondern auch noch Tipps für tolle Restaurants gab. Solche Begegnungen sind unbezahlbar. Das klingt wunderbar. Am Ende ist es also nicht nur das Ziel, sondern auch die Menschen, die man auf dem Weg trifft, die eine Reise bereichern. Stellen wir uns vor, jemand fragt dich nach dem Weg. Wie würdest du am besten antworten? Zuerst solltest du freundlich und klar sein. Beginne mit einem Lächeln und sage: Natürlich, wohin möchten Sie gehen? So zeigst du Hilfsbereitschaft. Und wie geht es weiter, wenn du das Ziel kennst? Beschreibe den Weg Schritt für Schritt. Zum Beispiel:
Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel, dann links abbiegen und nach etwa 300 Metern sehen Sie das Ziel auf der rechten Seite. Das klingt einfach. Was, wenn die Strecke komplizierter ist? Dann ist es hilfreich, bekannte Orientierungspunkte zu nennen. Am großen Brunnen rechts oder neben dem Supermarkt kann sehr nützlich sein, um sich besser zurechtzufinden. Und was, wenn du nicht genau weißt, wo das Ziel ist? In diesem Fall ist Ehrlichkeit wichtig. Du könntest sagen, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht weiß es jemand anderes. Oder du hilfst mit deinem Smartphone weiter. Was könnte passieren, wenn die Person dich nicht versteht? Dann ist es wichtig, geduldig zu sein. Wiederhole die Wegbeschreibung langsamer oder benutze einfache Worte. Gesten können auch hilfreich sein, um die Richtung zu zeigen. Gibt es Tipps, wie man Missverständnisse vermeiden kann? Ja, benutze einfache und klare Sprache. Vermeide komplizierte Ausdrücke und frage nach, ob die Person alles verstanden hat. War das verständlich? Wie kannst du sicherstellen, dass die Person den richtigen Weg findet? Du könntest am Ende sagen, wenn Sie den großen Park sehen, sind Sie richtig. So hat die Person einen weiteren Anhaltspunkt, um sich zu orientieren. Was ist, wenn die Person unterwegs Fragen hat? Ermutige sie, andere um Hilfe zu bitten, wenn nötig. Du könntest auch sagen, fragen Sie einfach jemanden, falls Sie unsicher sind. Jetzt nein scheint reins, siehen's, ja einscheuschjai. Hilft es, eine Karte oder eine Zeichnung zu nutzen? Absolut. Eine schnelle Skizze auf einem Blatt Papier oder auf dem Handy kann helfen, den Weg besser zu visualisieren. Das ist oft effektiver als Worte allein. Gibt es eine persönliche Erfahrung, in der du den Weg erklärt hast? Ja, einmal in Paris fragte mich eine Familie nach dem Eiffelturm. Ich half mit einer kleinen Karte auf meinem Handy und sie waren sehr dankbar. Es war eine nette Begegnung. Das zeigt, wie wichtig es ist, hilfreich und geduldig zu sein. Du könntest auch von deinen eigenen Erfahrungen erzählen, um die Wegbeschreibung anschaulicher zu machen. Hast du schon einmal jemandem den Weg erklärt und dabei gemerkt, wie wichtig es ist, geduldig und klar zu sein? Nachdem wir gelernt haben, wie man den Weg erklärt, lass uns darüber sprechen, wie man Orte in der Stadt beschreibt. Warum ist das wichtig? Orte gut zu beschreiben hilft nicht nur beim Finden des Weges, sondern auch beim Teilen von Erlebnissen. Es macht es einfacher, Erinnerungen und Tipps weiterzugeben. Wie beginnt man am besten mit einer Beschreibung eines Ortes? Starte mit den auffälligsten Merkmalen, zum Beispiel bei einem Café. Es hat eine große, rote Markise und viele Blumen auf der Terrasse. So entsteht ein erstes Bild im Kopf. Was, wenn jemand die Atmosphäre eines Ortes beschreiben möchte? Achte auf Details wie Geräusche und Gerüche. Es duftet nach frisch gebackenem Brot und leise Jazzmusik spielt im Hintergrund. So wird der Ort lebendig. Gibt es spezielle Wörter, die hilfreich sind, um Orte zu beschreiben? Ja, Adjektive sind sehr nützlich. Wörter wie gemütlich,
lebhaft oder modern geben schnell einen Eindruck davon, wie ein Ort auf Menschen wirkt. Und wie beschreibt man die Lage eines Ortes? Nutze bekannte Orientierungspunkte. Das Museum liegt direkt neben dem alten Rathaus oder der Park ist hinter dem großen Einkaufszentrum. Was, wenn jemand nach einer Empfehlung fragt? Teile persönliche Eindrücke. Ich fand den kleinen Buchladen sehr charmant, besonders die Leseecke mit dem Ausblick auf den Fluss. Wie beschreibt man einen Ort, den man nicht mag, ohne unhöflich zu sein? Sei ehrlich, aber respektvoll. Es war etwas lauter, als ich erwartet hatte. Oder der Service war nicht mein Geschmack, aber die Lage ist schön. Gibt es Besonderheiten bei der Beschreibung kultureller Orte? Ja, hier sind historische Details spannend. Die Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert und hat beeindruckende Glasfenster. Solche Details fesseln Zuhörer. Was ist, wenn man einen Ort nur flüchtig kennt? Konzentriere dich auf das, was dir aufgefallen ist. Ich habe nur kurz vorbeigeschaut, aber die Architektur war beeindruckend oder es wirkte sehr belebt. Könnte eine visuelle Darstellung helfen? Absolut. Fotos oder Karten ergänzen deine Worte. Sie geben ein präziseres Bild und machen es einfacher, sich den Ort vorzustellen. Hast du ein Beispiel, wo dir eine gute Beschreibung geholfen hat? Ja, eine Freundin beschrieb mir einmal ein verstecktes Café in einer ruhigen Gasse. Ihre Worte machten mich neugierig und der Besuch war ein Highlight meines Tages. Welche Details benutzt ihr, um euren Lieblingsort in der Stadt zu beschreiben, und warum sind sie für euch wichtig? Nachdem wir gelernt haben, Orte zu beschreiben, sollten wir darüber sprechen, wie man sich in der Stadt fortbewegt. Warum ist das so wichtig? Verkehrsmittel zu verstehen und richtig zu nutzen, spart nicht nur Zeit, sondern hilft auch, stressfrei ans Ziel zu kommen. Es eröffnet zudem neue Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden. Welche Verkehrsmittel sind in einer Stadt am häufigsten? In den meisten Städten gibt es Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und Züge. In größeren Städten sind auch Fahrräder und E-Scooter verbreitet, die eine flexible und umweltfreundliche Alternative bieten. Wie kann man herausfinden, welches Verkehrsmittel am besten ist? Nutze Karten-Apps oder Fahrpläne. Sie zeigen die schnellsten Routen und geben Informationen zu Abfahrtszeiten. Auch Einheimische können gute Tipps geben, da sie die Verkehrsgewohnheiten kennen. Was sollte man beachten, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt? Achte auf die Gültigkeit deines Tickets und die richtige Haltestelle. Es ist auch wichtig, die Fahrzeiten zu kennen, insbesondere bei den letzten Verbindungen des Tages. Gibt es spezielle Ausdrücke oder Wörter, die nützlich sind, wenn man Verkehrsmittel benutzt? Ja, Begriffe wie Umsteigen, Endstation und Fahrplan sind hilfreich. Auch das Wort Verspätung kann nützlich sein, um zu verstehen, warum ein Verkehrsmittel nicht pünktlich ist. Was, wenn man sich nicht sicher ist, welchen Bus oder Zug man nehmen soll? Frag einfach jemanden am Bahnhof oder an der Haltestelle.
Die meisten Menschen sind hilfsbereit und geben gerne Auskunft. Ein Lächeln und ein höfliches „Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen?“ wirken Wunder. Gibt es Tipps, um die Fahrt angenehmer zu gestalten? Ja, packe ein gutes Buch oder Kopfhörer ein. Musik oder ein spannender Podcast können die Zeit unterwegs verkürzen. Auch ein kleiner Snack kann die Stimmung heben, besonders bei längeren Fahrten. Wie kann man vermeiden, sich in einem fremden Verkehrsnetz zu verirren? Plane im Voraus und notiere dir wichtige Haltestellen. Achte auf die Ansagen und Schilder. Wenn du dich unsicher fühlst, steige aus und orientiere dich neu. Was, wenn man das erste Mal in einem Land mit einem unbekannten Verkehrssystem ist? Recherchiere im Vorfeld. Viele Städte bieten Touristenkarten an, die Ermäßigungen für den öffentlichen Nahverkehr enthalten. Eine Einführung am Informationsschalter kann ebenfalls hilfreich sein. Kannst du ein Erlebnis teilen, bei dem das Verständnis von Verkehrsmitteln besonders wichtig war? Ja, als ich in einer fremden Stadt war, hätte ich beinahe den letzten Zug verpasst. Zum Glück hatte ich die Fahrpläne studiert und konnte schnell reagieren. Solche Momente zeigen, wie wertvoll Vorbereitung ist. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast über Verkehrsmittel verfolgt habt. Wir hoffen, ihr habt hilfreiche Tipps bekommen, um euch stressfrei und sicher in der Stadt zu bewegen. Eure Reisen werden jetzt bestimmt entspannter und erlebnisreicher. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Gedanken in den Kommentaren teilt. Welche Begriffe wie Umsteigen oder Fahrplan habt ihr neu gelernt? Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben. Das Merkmal. Ein Merkmal ist gut sichtbar. Dieses Merkmal ist wichtig. Der Orientierungspunkt. Der Orientierungspunkt hilft beim Finden. Der Bahnhof ist ein Orientierungspunkt. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist ruhig. Ich mag diese Atmosphäre. Das Verkehrsmittel. Das Verkehrsmittel ist schnell. Ich wähle ein passendes Verkehrsmittel. Umsteigen. Ich muss umsteigen. Manchmal muss man umsteigen.